Wenn du nicht mehr nur hoffen willst, dass deine seligsten Wünsche und Träume in Erfüllung gehen, dann ist die aktive Manifestation genau das Richtige für dich. Es gibt ganz viele verschiedene Manifestationstechniken und es ist gar nicht so leicht, den Überblick zu behalten, welche Technik einer anderen über- oder untergeordnet ist und ob sie sich vielleicht auch in Kombination nutzen lassen, um die manifestatorische Wirkungskraft zu verstärken. Und deswegen gucken wir uns heute mal die 3 Begriffe Manifestation, Visualisierung und Kerzenmagie, das ist meine liebste Manifestationstechnik, an und schauen mal, was dahinter steckt. Herzlich willkommen, ich bin Charlotte Droth, Gründerin der Droth Academy und Mentorin. Beschäftigen wir uns erstmal mit dem Begriff Manifestation. Der wird ja viel genutzt, aber was steckt eigentlich dahinter? Mit Manifestation kannst du ganz aktiv und bewusst Einfluss auf deine Lebensgestaltung nehmen. Das heißt, du erschaffst deine Realität. Man könnte ja oft dem Gedanken verfallen, dass wir Opfer unserer Realität sind. Also sozusagen in der 5D-Welt, also im Geist und mit allem, was wir nicht sehen, Emotionen, Gedanken und so weiter, auf die 3D-Welt reagieren. Aber in Wahrheit ist es genau andersherum. Wir erschaffen im Geist, denn alles entsteht im Geist, also in der 5D-Welt, und das wird materialisiert in der 3D-Welt. Also es formt sich das, was wir in uns tragen. Und das ist ein ganz entscheidender und fundamentaler Unterschied für deine komplette Lebens- und Weltanschauung. Und wenn man sich dieser Tatsache mal bewusst geworden ist, dann merkt man schnell, dass es sich anbietet, das, was man kreiert, auch ganz bewusst zu kontrollieren und die tägliche Ausrichtung und die Absichten zu führen, anstatt sich dem hinzugeben, was der dramaliebende und vorgeprägte Kopf alles so aufploppen lässt die ganze Zeit. Du kannst dich ganz verschiedener Manifestationstechniken bedienen. Da gibt es Vision Boards oder Affirmationen, Mantren, Wiederholungstechniken, die Einfluss auf das Unterbewusstsein nehmen sollen und das umschreiben sollen, in Anführungsstrichen. Eine besonders tolle Manifestationstechnik, die mir persönlich besonders am Herzen liegt, ist die Kerzenmagie. Das ist eine noch recht unbekannte und wenig genutzte Technik. Deswegen müssen viel mehr Leute davon erfahren, wie ich finde, weil ich sie für extrem wirksam halte. Aber ich verstehe auch, dass es Leuten schwerfällt, diese Technik anzunehmen und zu nutzen, weil Kerzenmagie klingt erstmal nach Hokuspokus und irgendwie Quatsch. Ist es aber gar nicht. Man nutzt hier die transformatorischen Kräfte der Kerze und des Elements Feuer zusammen mit anderen Zauberzutaten, die man alle zusammen in einem Kerzenzauber kombiniert und somit der Erfüllung seiner Wünsche einen kleinen Anstoß gibt. Alle Bestandteile eines solchen Zaubers tragen eine bestimmte Energie und somit eine bestimmte Qualität, die deiner Sache entspricht und ihr dienlich ist. Mit Sache meine ich einen ganz klaren Wunsch, der jedem Kerzenzauber vorangehen sollte. Also zum Beispiel der Wunsch nach Schmerzfreiheit oder mehr Reichtum oder mehr Entspannung, was auch immer. Und daran werden Zauberdurchführung und auch Zauberzeitpunkt angepasst. Wenn du dazu Fragen hast oder dich das interessiert, dann schreib mir das gerne mal in die Kommentare, dann kann ich da in den folgenden Videos drauf eingehen. Und außerdem findest du auf meiner Website meinen aktuellen Kurs, der geht jetzt am 15.05. endlich online. Und hier kannst du direkt in diese tolle Manifestationstechnik eintauchen und ganz viel darüber lernen. Guck da gerne mal nach. Okay, jetzt haben wir die Manifestation als großes Oberthema, dann die Kerzenmagie, die sich darunter neben ganz vielen weiteren Manifestationstechniken einordnet. Und dann haben wir noch die Visualisierung. Zu visualisieren bedeutet, emotionsgeladene und realistische Bilder vor deinem inneren Auge von der Erfüllung deines Wunsches entstehen zu lassen. Das heißt, du erlebst das, was du dir aktuell erträumst, so echt mithilfe dieser Bilder, dass sich die Erfüllung des Wunsches bereits wie deine neue Realität anfühlt. Ich würde sagen, die Visualisierung ist eine Art Manifestationsverstärkungstool, weil es deine manifestatorischen Aktivitäten nochmal extrem verstärkt. Und deswegen ist es auch ein so wichtiger Bestandteil in der Kerzenmagie, denn Teil eines jeden Kerzenzaubers oder fast immer ist die Visualisierung, in die man nach dem Entzünden der Kerze geht. Diese Technik, also zu visualisieren, erfordert ein bisschen Übung für die meisten, denn es ist gar nicht so leicht, diesen krassen Fokus für dieses klare Bild von der Erfüllung des Wunsches
zu halten. Also oft kommen da andere Bilder reingeploppt oder man wird abgelenkt durch irgendwas. Und außerdem habe ich ja erzählt, dass die Bilder auch emotionsgeladen sein sollten. Das heißt, man muss sich richtig krass reinfühlen, was die Erfüllung des Wunsches dann auch auslösen würde in einem. Bin ich himmelhoch jauchzend vor Erfüllung oder bin ich erleichtert, dass es endlich geklappt hat oder weine ich vor Freude und sich mit seinen Emotionen da so zu verknüpfen, ist gar nicht so leicht und die dann auch, wenn man es jetzt in dem Moment nicht kann, sie abrufen zu können, vielleicht von anderen Situationen, in denen man extrem glücklich war. Das erfordert für die meisten ein bisschen Übung, aber für andere klappt es auch ganz schnell. Wie immer, wir sind da alle unterschiedlich. Aber das macht auf jeden Fall die Kunst des Visualisierens aus, diesen Fokus zu halten und diese Klarheit in diesen Bildern entstehen zu lassen und dann auch noch mit Gefühl zu spicken. Okay, also die Visualisierung ist ein Manifestationsverstärkungswerkzeug, nochmal das lange Wort, das aus einem schlichten Wunsch, also ich wünschte mir, es wäre so und so oder ich wünsche mir das und das, eine tatsächliche Ursache macht, auf die dann auch wirklich eine Wirkung folgen kann. Also was wir im Inneren tragen und so klar mithilfe der Visualisierung sehen, nimmt früher oder später im Außen Gestalt an. Und weil wir gerade von Ursache und Wirkung sprechen, Ziel der Kerzenmagie ist es, den Zeitraum zwischen Ursache und Wirkung kleiner werden zu lassen. Und gelingt das, fühlt sich Manifestieren wirklich wie Zaubern an, weil die Wirkung schon nach wenigen Momenten, Tagen, manchmal auch Wochen, manchmal natürlich auch Monaten und Jahren eintreten kann. Aber in den Momenten, in denen die Wirkung schnell kommt, denkt man sich wirklich, wow, was habe ich mir da jetzt gerade hergezaubert? Also für mich ist das wirklich magisch und deswegen nutze ich diese Manifestationstechnik auch so gerne für meine alltäglichen Dinge, wenn ich mal Schmerzen habe, wenn ich Unterstützung brauche, wenn ich mehr Geld anziehen möchte, wofür auch immer, alltägliche Themen oder auch Themen, die über alltägliche Dinge hinausgehen, wie zum Beispiel Ahnenkontakt oder Kontakt zu höheren Sphären und so weiter. Also da sind wirklich alle Pforten offen und man kann sich komplett austoben. Okay, soweit mal zu diesem Thema. Schreib mir gerne mal, ob du schon Erfahrung mit Kerzenmagie oder Manifestation generell gemacht hast oder ob es komplett neu für dich ist. Das finde ich auch interessant, weil dann weiß ich, welches Wissen ich hier so voraussetzen kann in meinen Videos. Und im nächsten Video soll es darum gehen, wie man denn die Wirkung seiner Manifestation bemerkt. Denn die ist tatsächlich gar nicht immer so eindeutig. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.